did? Okay, cool. Alright. Can you send me that? WhatsApp? Yeah. I will let you do the talking, sir. I can't speak German. Guten Abend. Er spricht nur Englisch und würde aber gerne Englisch schreiben. What was it about it? The first one was? Really? Essen. Oh ja, da gab es wohl einen Vorfall mit der Polizei in Essen. Ja. I have the hospital report. Ja. Can you tell him? Ja, er hat da auch irgendwelche Sachen aus dem Krankenhaus. Soll er das einfach mit abgeben dann? Attest oder so? Ja. Mach ich die Kopie, klar. Ich muss ihn nur belehren oder übersetzen Sie bitte, dass er keine Straftat vortäuschen darf und dass er keine Unschuldigen beschuldigen darf, fälschlicherweise. Okay, it's like something like you remember the time in Dormagen, like the stuff the guy had to say at the first time, like you're not allowed to accuse somebody if he's not guilty. Yeah. And the other one is my car was stolen at this doctor's house, doctor's practice. Okay. Er hat wohl zwei Sachen. Das zweite ist wohl seine Krankenkassenkarte, die ihm in der Arztpraxis irgendwo geklaut wurde. Im Wartezimmer wahrscheinlich, denke ich. Würde ich von ausgehen, was? Von ihm? Er hat nur eine Kopie. Er hat wohl schon mal eine Anzeige geschaltet, weil sein Reisepass geklaut wurde. Or do you want passport? Ja. Und Ihren Ausweis brauche ich auch. Oh, den habe ich im Auto, da muss ich nochmal schnell laufen. Schreibt dann mit rein, dass ihr dann als Dolmetscher fungiert. Okay. Dann müsste ich aber noch einmal schnell zum Auto. Kein Thema. Where you going? I need to get my passport too. Okay. You had trouble with police in Essen? I'll wait till my friend comes back. Okay. That's the hospital report. Mhm. Dann mache ich mir Kopien davon. Den habe ich im Büro leider. Haben Sie irgendwas anderes? Eine Bankkarte? Ja. Das geht. Da ist nicht viel zu holen. Jo, alles klar. Ich mache mal gerade Kopien vor dem Attest. Ne? Ja, klar.
done as quickly as possible and see how many of these we can get done. If we can get them all done in half an hour, just basic facts, yes. Mhm. The key thing is I need that bit of paper, that's all I need. Ja. So let's not get into a big conversation with it. Ob ich das schon ein bisschen rausgehört habe und auch nach dem Attest zu urteilen, dann sich um Körperverletzung. Ja, Eigentlich auch eine gefährliche Körperverletzung, dass mehrere waren gleichzeitig. Zu welchem Zeitpunkt ist das passiert? Am 22. Juni. You remember the time? Yes, it was late evening. 8, 9, 10? No, later than that, because I'd been to the Munster police station, Ja. so I had all the police reports in my bag. So it was between like around 10 Gegen 10. Gegen 10 Uhr, genau. at night. Abends, ja. Das war in Essen? Genau, as Main Station, right? Yes, but I was going from to Duisburg, and what happened was they took me out at Essen. Okay, er war wohl im Zug Ja. von Münster nach Duisburg und dann war das aber an der am Essener Hauptbahnhof und da wurde er quasi aus dem Zug dann rausgeholt. Im Zug von Essen bis From Münster to Duisburg. Yeah. Münster nach Duisburg, ja. von Münster nach Duisburg. Genau. Aber Essen kommt ja noch weiter unten. War er dann schon so lange drin, oder? Weil Duisburg ist oberhalb von Essen. Und Münster ist ja noch nördlich. Yeah, no. So I went from Munster down to through Lette, and then down to Lotte? Lette, Okay. and then I took from it's like Hillebrow, and it goes east. Then it What was goes the west. last Sorry. one? The last one? So there's a train that goes from Munster down to the line from Dortmund to Duisburg, right? Yeah. But I went from Munster. I took a different line, caught it on a very small train. So you have Lette, L-E-T-T-E. One further stop down, you get off and you take that train to Duisburg. It goes through Essen. Ja. Also erst Münster, Dortmund. Ja, er ist wohl weiter als Dortmund gefahren. Das war tatsächlich die andere Stadt. Can you spell the place where you switch trains? No, because I can't. It's one below Lette. L? So L-E-T-T-E. It's the next station after that. Lette, sagt er wohl. L-E-T-T-E. Lette? No, but that's not where I got out, right? Ja, oder eine Station danach, sagt er. Ja. One south. Aber of that. er weiß nicht mehr, wie die Station heißt, in der er umgestiegen ist. Also eine Station nach Lette. Genau. Da wollte er umsteigen? Da ist er wohl umgestiegen. Ah. In den Zug nach Duisburg. Und dann ist er in Essen quasi rausgeholt worden.
It was the police who took you out, right? So, I'm on the train. I have 6 police reports of beatings, theft, everything. A German person, Tim, calls down the Deutsche Bahn person, right? Yeah. Said, this guy's scenario, he doesn't have a ticket, he's been badly robbed, is it okay if he goes to Duisburg? The Frau on Deutsche Bahn said, no problem, he can go to Duisburg, no problem. So, Tim then got off, they said, oh, we have a police emergency at Essen, stay on the train. I said, okay. I got off at Essen. As soon as Tim got off, 4 Deutsche Bahn staff surrounded me, said, shut up, sit the fuck down. I said, can I call a friend? No, sit down, shut up. So I wasn't allowed to say anything on the train, I couldn't move. When the train stopped at Essen, 17 fully armed police officers escorted me off the train, sat me down on a bench, and then 7 police officers took me down to the Bundespolice, and that's where the assault took place. Okay, war in dem Zug, da saß er neben einem Mitfahrer da und er hatte wohl, weil er überfallen wurde, oder er hatte kein Geld für den Zug und der andere, der mitgefahren ist, hat wohl mit der Bahnmitarbeiterin gesprochen, ob es okay ist, wenn er bis Duisburg mitfährt, weil er wohl keine Mittel hat. Und dann meinte sie wohl zu ihm, ja, das ist okay. Und als er dann kurz vor Essen ausgestiegen ist oder in Essen ausgestiegen ist, ein paar Minuten später kamen wohl 4 Mitarbeiter von der Deutschen Bahn und haben ihn quasi da zur Rede gestellt, festgehalten an Ort und Stelle und dann kamen wohl 17 Beamte in den Zug und haben ihn mit raus eskortiert. Und dann wurde er quasi zur Station von der Bundespolizei eingebracht. And I wasn't allowed to call a lawyer and I was not allowed to call anyone. Okay, er durfte wohl nicht telefonieren, nichts. Und er wollte bis Essen fahren, sowieso, oder? er wollte bis Duisburg fahren. Okay. You wanted to go to Duisburg, right? Correct. Von der Bundespolizei wurde von 7 Beamten in Schach gehalten, oder? Yeah, what happened after you got taken to the So city? basically, they marched me down to the Bundespolice, which was a jail cell. They put me in a jail cell. They said,
take your clothes off. I said, why are you doing this? They said, shut the fuck up. We want you out of our country. I said, what if I don't take my clothes off? So they put on plastic gloves. They put my arm, and that's how my arm got busted. They threw me down on the table. They took the clothes off. They went through my bag, my medication, all my legal documents. They went through my computer belongings, and they left me naked in a jail cell for 45 minutes. Okay, die haben ihn in die Zelle gebracht, da sollte er sich ausziehen. Dann hat er diskutiert, wusste nicht, warum er sich ausziehen sollte. Dann haben die. Ja, das ist aber normal. Okay, ja gut. Dann Nein, im Grunde nur ganz kurz am Anfang, weil halt viele, sie können ja im Grunde mit dem Pflaster Rasierklingen alles Mögliche überall versteckt haben. Der eine oder andere, je nachdem wie man kennt natürlich die Leute nicht. Ja, klar. Manche sind psychisch krank, aber man kann nicht reingucken. Und all die, wenn ich in der Zelle arbeite, bin ich für die verantwortlich. Das heißt, wenn er was antut, ob der jetzt Feuer legt oder sich selber verletzt, oder auch Rasierklinge ist auch gefährlich für andere, je nachdem. Es gibt ja viele, können ja auch Drogen annehmen, mit der dann auch bei vielen Flughäfen, wenn die Drogenkuriere haben, die machen im Bauch, solche Sachen. Da wird halt überall nachgeguckt, deswegen komplett ausziehen, gucken, dann kriegt er eigentlich Kleidung wieder zurück, ohne Schnürsenkel, ohne Gürtel, dass man halt auch nicht strangulieren kann, peitschen oder was weiß ich. Und dann wird er im Grunde in der Zelle zugewiesen. So geht das jetzt bei uns. Ja, okay, dann haben sie ihn aber wohl halt auf den Boden gedrückt dann und hat den Arm hinter den Rücken gedrückt und ihn fixiert und danach wohl 45 Minuten in der Zelle gelassen. Yeah, what did he say? He explained the procedure of the cell, like it's because of like. Yeah, I know, but Deutschmann had already said I was okay to do it, to stay on the train. You know that he explained like the procedure, like it's not about you, it's about taking. No. I understand my rights. If you get that and then they punch you in the groin, is punching someone in the groin normal? You know, we are not talking about that. We are talking about the procedure of the cell right now. Like you're supposed to undress in the cell because you could like there have been cases where people were like I shouldn't have been hit razors like with tape on their skin and like. But if you get taken to the cell, like the officer is. The Deutsche Bahn already said it was okay for me to stay on the train. Yeah. They targeted me. Yeah, that's it. That was before, like he just explained the procedure. But if you strip someone naked, leave them in there, it's okay to beat them up? No. I don't think police officers punching you in the groin and twisting your arm to the point you have to go to the hospital is procedure. Yeah, maybe, yeah. Right. Also er hat wohl auch Schläge in die Seite dabei gekriegt, sagt er. And if you can, hold on 1 second, if you can ask him, is it procedure once they look at your passport to say, now that we've checked everything, they stole medication and told me to get the fuck out of Germany? Is that procedure? Es sind wohl ein paar rassistische Kommentare gefallen dabei, sagt er, und danach hat wohl ein Medikament von ihm gefehlt, also er sagte, seine Sachen wurden durchsucht und alles, und danach hat wohl ein Medikament gefehlt. In der Regel kriegt er auch eine Auflistung von den Sachen, die ihm abgenommen worden sind. Und die bekommt er in der Regel auch wieder, außer es ist ein verbotener Gegenstand dabei oder eben Drogen oder Waffen. Okay. Das sind die Sachen, die er nicht zurückkommt. Also normalerweise müsste er eine Liste kriegen. Wird aufgelistet, wird ihm vorgelegt und er unterzeichnet dann und dann kriegt er auch in der Regel eine Durchschrift davon. Did you like receive a list with the stuff they check from you? Normally, if they put you in a cell, like if you have to undress and stuff, they need to make a list of the stuff they take, and you have to sign it afterwards. No, what they did was they assaulted me, left me in the cell. They took my bag, my computer, my hard drive, my medication, all my ID, threw it in a plastic bucket, and just left me there. Then they came in, they do this, they come out for 20 minutes talking about refugees, how Germany's helping refugees so much, we don't want you in our country anymore, get the hell out of my country, I don't like North Americans. It has nothing to do with the Deutsche Bahn. And then he said, oh, we saw you doing something funny on the Deutsche Bahn. I'm like, that's garbage. On the train, it was very, very hot. They kept us on the train, not moving for 1 hour. That's when Tim asked Deutsche Bahn, alles klar, he has no money. What they also did, a German citizen gave me some Geld, yes?
The POLIZEI, €4, deep style the €4, and my medication, and went get the out. War aber Bundespolizei oder war Bundespolizei. Bundespolizei? Also ich habe jetzt, dass er sich ausziehen musste, dass er zu Boden gedrückt wurde und mit Plastikhandfesseln gefesselt wurde. Ja, und Schläge in der Seite hat er wohl noch gekriegt, sagt er ja gerade. One last thing, if you could tell him, it's not the first time the Bundespolice have done this to me in another city. Frankfurt. Wie lange musste er da jetzt ohne Kleidung da in der Zelle How long did you sit in the cell without the clothes? I mean, I didn't have no phone, no clock, but it was a long time. It felt like 40, 45 minutes. Also er hatte keine Uhr, kein Telefon, aber wenn er schätzen müsste, würde er sagen 40, 45 Minuten. Aber in diesem gefesselten und ohne Kleidung Zustand musste er 45 Minuten da ausharren in dieser So Zelle. you got like, you get to sit in a cell like with the fixated arms and Yeah, and no they clothes like for 45 And minutes. they told me to shut up and say nothing. Hello? So they took my breathing apparatus, they took anything, I have medication I need to breathe, they took it away. For asthma. Yes. Okay, er hat wohl Asthma und die Medikamente haben sie auch genommen. And I had an asthma attack because of what they were doing, I was panicking. Okay, und er hatte dann eine Panikattacke. Hat er denn nach dem Arzt verlangt? Did you ask for the medication or a doctor? I asked for a doctor, I asked for a lawyer, I said, can I call a friend? Answer, shut up, and sit there. Okay, also er wollte, er hat sowohl gefragt, ob er einen Anwalt anrufen kann, als auch einen Doktor, als auch einen Freund und alles drei wurde ihm wohl verwehrt. I was actually going to call you. One last thing you can tell him. Munich owes me a lot of money. All these attacks started due to this court case in Munich. Deep style, deep style, deep style. Then I get attacked on a train. It's not the first time. Er hatte wohl schon mal ähnliche Vorfälle. Und er sagt, das hat wohl alles angefangen, nachdem, also er hat ein großes Gerichtsverfahren gegen seinen Arbeitgeber, eine große Firma, und nachdem dieses Gerichtsverfahren, seitdem das läuft, geht das halt so, sagt er. Ein Jahr. Ja, oder kriegen wir jetzt, also der einfache Beamte auf der Straße oder Bahnhof kriegt er dann die Nase dran? Ja, das ist... Also, No, but Ich wenn sich übersetze. keiner feindselig verhält, dann habe ich da überhaupt keinen Grund und keinen Anlass. Ja, Und wenn er einen Asthmaanfall hat, dann wird der Arzt gerufen und der Arzt entscheidet dann, ist er was für die Zelle oder ist er was fürs Krankenhaus. In der Regel wird er dann auch sofort rausgeholt dann. Weil, ich sage ja, die Leute, die in der Zelle arbeiten, die sind dafür verantwortlich. Wenn jemand da kaputt geht oder eingeht, dann gibt es immer ganz großen Ärger und ich kann schon meinen Job verlieren, auch wegen 4 Euro klauen. Ja, ist der Job weg, das ist die Sache aber nie wert. Verstehen Sie? yeah, Das ist mir egal. Viele Leute, wenn ich die überprüfe, sehe ich natürlich, dass sie eventuell polizeilich bekannt sind oder schon mal das ein oder andere Problem haben. Aber das hat ja mit mir jetzt nichts zu tun. Ja, klar. Deswegen schiebe ich jetzt nicht den Hass jetzt auf jemanden, den ich vor mir habe, wenn er sich vernünftig mit mir verhält oder benimmt. but the Deutsche Bahn said it was okay. Is it normal practice for 17 fully automatic weapons pointed at you whilst they made it look like I was a criminal, right? Then they beat the crap out of me. It's not normal. It all starts from Munich. If someone hasn't paid a ticket,
Is it necessary to take 17 fully armed police officers for one person? I don't think so. No. Automatic weapons? I don't think so. It was total intimidation. For a ticket that they already agreed was okay? Anywhere in the world, no? That's not normal. Yeah, that's why you're doing this right now. Hat er da was unterschrieben bei den Kollegen vor Ort? Did you sign anything at the police station? Anything? They put a form in front of me that they wanted me to read. I said I'm not reading it because it was garbage, so I didn't sign anything, no. Er hat nichts unterschrieben. They were trying to get me to sign something and I said no. Oh, you don't have to. Muss er ja nicht. Ja, Das ja. schreibt man also dazu, vorgelegt, ob er es jetzt zur Kenntnis nimmt oder nicht. Es gibt ja auch dann gewisse Belehrungen, die man auch in sämtlichen Sprachen ausdrucken kann, damit man eben auch weiß, aber da gehört im Grunde auch dazu, dass er seine Botschaft anrufen kann, dass er einen Anwalt anrufen kann, dass er überhaupt jemanden anrufen kann. But just remember, I'm now terrified. It's a silver door, locked. Nobody knows I'm in there. I'm with 7 huge police officers. They have guns. I'm naked. It's not a good situation. Yeah. For a ticket. And they were trying to make me out to be a criminal. I'd done nothing. Wer hat den Asthmaanfall in der Zelle? Yeah, you got a Asthma attack, yeah. I thought they were gonna kill me. I'm like, and they took the medication. That's evil. Ja, das stimmt. Normalerweise ist auch gerade für solche Fälle eben auch so ein Notknopf in der Zelle, den man drücken kann, dass da oben ein Licht angeht und dann wissen die, dass da jemand was braucht, ob er Redebedarf hat oder einen Anwalt anrufen möchte oder Medizin braucht oder auf Toilette muss. Sind nicht alle Toiletten, also bei uns jetzt auch nicht alle Zellen mit Toiletten ausgestattet. Manche sind dann wirklich nur für ein paar Stunden und manche dann eben für länger. Aber das sind dann auch welche dann drin. One last thing. As I'm leaving, all 7. You have to go. Fremdfeindliche Äußerungen sind auch gefallen, sagten sie? Yeah, they made some like racist comments. Yes. And also, I texted the guy on the train who contacted the Deutsche Bahn. We went back and forth on WhatsApp. He was witness to what happened. Do you have a name? Tim. Yeah, I have The full name? no, but I have his phone number. And I Okay. copied the WhatsApp messages. Okay, hat wohl mit dem, der neben ihm saß, der das wohl mit der Deutschen Bahn geklärt hatte, mit dem Ticket, den hat er wohl auch, von dem hat er die Handynummer gekriegt und die haben dann wohl auch in WhatsApp geschrieben. The racist comments were, I'm responsible for 1945, the Second World War. Fuck off back to Canada. We don't want you here. I said, I'm born in 1976. 1945 has nothing to do with me. And it was get out, laughing, so they refused to let me out, and it was just North American this, American this. I'm not even American. And then they started to tell me figures about how much money Germany gives to people not from Germany. This is a police officer. I'm like, why are you telling me this? For a ticket. All laughing, thinking it's hilarious. Das habe ich schon geschrieben. Und es fehlten zum Schluss 4 Euro und ein Medikament. Medikament.
4 euros on the medication. Yes. So- The other thing is, my laptop Ja. was slightly broken, and when they closed the door, I had my hard drive of evidence from my Arbeit in München. I don't know if they look cooking at my evidence. I don't know. So they took medicament, they took money, Yeah, but and they that's, tried that's the to. stuff that's No, but wrong. they tampered with my IT equipment. Okay. Also, sie haben, did they open the laptop? They opened the laptop because the CD thing was broken. The CD driver, it wasn't broken before. Okay, die waren wohl auch irgendwie am Laptop dran. Ja. Possible. It's just it was stolen, that was it. Yeah, we can start it, like, if we don't finish on time, you want to try to finish it alone, like, How do I get to the station? yeah, I don't know if there's one close, let me check this. Let me check this first. Wissen Sie, ob hier eine S-Bahn-Station in der Nähe ist? Bitte? Wissen Sie, ob hier eine S-Bahn-Station in der Nähe ist? S-Bahn? Nee. Busse. Busse nur. Busse. Obwohl, ja unten Bahnhof Duisdorf gibt es S-Bahn Richtung Hauptbahnhof natürlich und Richtung Oberhäuskirchen. Christ, I'm close to Euskirchen. Ja. Check, was vorne ist. One kilometer. My shoulder's fucked, but Yeah, you have to decide. Man. No, I gotta do whilst I'm here. I gotta do what I gotta do. Just bear in mind, last time you left, it all fell apart, right? You should try anyway. So. Like, it's your decision. We can finish after that. I can take you to the station, or you can. Can you ask him if he's okay to log one more report without you here? Ich habe um 8 Uhr einen Termin, das heißt, ich müsste so in 15 Minuten los. Ich versuche, du mal Bestes. Ja, was haben Sie vielleicht? 7 Kollegen, waren das alles männliche Polizeibeamte? Was the officers, were they all male or was there a One female. Eine Frau war dabei. Weil er hat ja noch die zweite Anzeige, die er schreiben wollte mit der Versicherungskarte. Sie könnten das auch online machen, wenn Sie das möchten. Das geht Anzeige auch. erstatten? Ja, klar. Wirklich? Ja. Okay. I've tried it. It bounces back as spam. I tried. Ah, okay. Ja, da war. Did you ask John for help with that? Maybe, like, if the other ones don't work out, then... This one is very easy. It's just AOK deep style. Okay. That's it. Oh, der andere ist wohl sehr, sehr simpel. Ja. Wann sind Sie denn geboren? 21.04.91. Wo sind Sie geboren? Hamm.
Westfalen. Das ist ein Elefant. Wohnt ihr da auch? Ja, ich komme von daher. Also ich habe jetzt die Zweitwohnung wegen der Bundeswehr, aber mein Hauptwohnsitz ist nach wie vor in Hamburg. Welche Straße? Genau. Tierpitzstraße. Wie? Tierpitz, Tierpitz. wie das Schiff. Ja. Straße, Nummer. 3. Ist es telefonisch erreichbar? 0172 Ja. 283 Ja. 16 24. Can I look at your calendar for 1 second? For what? Calendar. Okay. Let me try to find it. Yeah, okay. I want to change the month. April. April. Okay. Und Herr Fraser wohnt wo? My address? Yeah. Okay, I'm putting the one that's on the letter. It's, einen Moment. What are we in June? 44289 Ja. Dortmund. Ja. Die Sölder Straße 149. Sölder? Genau. Wird die auseinandergeschrieben? Sölder und Straße? Genau, genau. Das kennt das ja nicht. 149. Telefonische Erreichbarkeit? Ja, Augenblick. Hab ich. 0159 Anfragen, wie hoch er seinen Sachschaden schätzt. Gibt es einen Sachschaden? Ist irgendwas? Achso, das Laptop ist kaputt, ne? Was the laptop the only thing that got broke? There was a couple of files missing from my hard drive. When I put my hard drive into my computer, some files, not many, but some were missing. Okay, also von der Festplatte hat wohl was gefehlt. Ich weiß nicht. Eins Folder. Was? Eine Datei quasi, beziehungsweise eine Mappe auf der Festplatte hat wohl gefehlt danach. Ja, wie hoch würde den Gesamtsachschaden? What will you guess, like, how much was the damage in euros? Like It's not the euros. It's the information is confidential. yeah, but like he needs to like put in the report like if you got How much is information worth? no, yeah, nothing. But you said the laptop got The laptop damaged. I don't know, 50 euros maybe. Er hat Schmerzen in der rechten Schulter? your right shoulder Yeah, you it's can show still me a picture hurting. if you want. Yeah. Yes, I have an MRI in Taiwan. Okay, hat wohl ein MRT. Hat auf jeden Fall noch Schmerzen. Ja.